In Wirklichkeit ist es alles Quatsch, weil es gibt für das Smart-System, können wir uns darüber streiten, ob es leicht oder schwer ist. Okay, pass auf, dann nehmen wir das gar nicht ins Video mit rein. Ach so, kein Bier jetzt. Nee. Ach so, ja, nee, okay. Dieter, wir machen es fast nie, aber ich frage dich, was kostet das? Was darf das kosten? Ja, dein Einsatz. Ach so. Ach, warte kurz. Steven. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Ja, Nils, der will heute nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Ist der da schon wieder auf Tinder? Nee, schlimmer. Aber darum geht es gar nicht. Ich habe hier das Stevens E-Triton 6.5.1. Fabelhaftes Rad und wunderschöne Farbe. In Redwood heißt die Farbe. Ich könnte jetzt auch sagen Weinrot. Hätte es auch gut getroffen. Hast du eigentlich schon gesagt und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn? Ja, das habe ich schon gemacht. Ach, Hast du gerade geswiped hier, deine ganzen Frauen aussortiert. Habe ich vergessen. Habe ich tatsächlich überhört in dem Moment. Aber das macht ja nichts. Das macht gar nichts. Das machen wir nochmal. Wir hören den Applaus immer so gerne. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Ja, dann auch richtig. Jetzt kannst du auch mal Moin sagen. Moin erstmal. Genau. Bevor ich das nämlich vergesse. So, ja, was soll ich sagen? Stevens E-Triton 6.5.1. Bevor ich hier irgendjemanden Ewigkeiten auf die Folter spanne und so gar nicht rüberbringe, was haben wir hier eigentlich dran, können wir das eigentlich einmal schnell abfrühstücken, weil ich habe mir eine kleine, ja, wie soll ich das sagen, kleinen Notizzettel gemacht. Und ich fange immer mal an mit dem Lenker und Vorbau und das ist im Hause Stevens immer von E-Scorpo. Oxygen heißt hier so die Modellbezeichnung. Und ja, wäre es jetzt Ergotech, dann würde man sagen Ergotech Swell eher irgendwas. Aber wie gesagt, Stevens verbaut immer E-Scorpo-Teile. Und das ist in dem Fall auch ganz schön, weil der Vorbau, der hier verbaut ist, der ist winkelverstellbar, 90 Grad, also ist schon mal super. Dann haben wir, wenn wir vorne bleiben, eine SR Santur Federgabel mit einem Federweg von 63 mm, Modell Mobi R25. Dann können wir nochmal, weil es auch vom Lenker ausgeht, zur Schaltung gehen. Wir haben eine 10-fach Schaltung. Über die Bandbreite können wir uns gleich auch nochmal unterhalten. Dann haben wir Tektro-Bremsen. Ich sage Tektro-Bremsen. Vorne 4 Kolben, hinten 2 Kolben. Und ein Bosch Kiox 300 Display. Das brauche ich eigentlich auch nicht ablesen. Das kann ich ja hier sehen. Und wenn wir Bosch Kiox 300, der aufmerksame Zuschauer, der weiß dann schon, alles klar, da ist das Smart-System aus dem Hause Bosch verbaut. Jo, das stimmt. Mit dem 500 Wattstunden Akku und dem Bosch Performance Line Motor mit 75 Newtonmetern. Was ja auch immer eine wichtige Info ist, was ist mit Gepäck? Wir haben hier einen Ragtime Evo Gepäckträger. Dann gehen wir nochmal, bevor wir zum Scheinwerfer gehen, können wir hier zum integrierten Shiny Evo Rücklicht gehen. Da steht jetzt Ragtime drauf, das ist aber in Wirklichkeit auch aus dem Hause Busch und Müller. Und dann gehen wir nach vorne zum Scheinwerfer. Und jetzt wird es wieder interessant, ist nämlich mein Lieblingsscheinwerfer verbaut, der IQ XS mit 80 Lux und einem Kunststoffgehäuse. Und dieses Kunststoffgehäuse, das hat seine volle Daseinsberechtigung. Ich habe ja im Video beim Simplon habe ich mich ja so ein bisschen darüber aufgeregt, wieso verbauen die nicht den Aluminiumscheinwerfer. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob es nicht vielleicht sogar auch der Scheinwerfer mit der Modellbezeichnung Friendly ist. Also beim Simplon stand es nicht drauf, hier steht es tatsächlich auch drauf und das heißt, das Scheinwerfergehäuse ist voll kompostierbar. Ist was Besonderes, hört man nicht allzu oft in der Branche und ich finde, damit kann gerade
Busch und Müller sich auf jeden Fall sehen lassen. Und ja, der Scheinwerfer, wenn wir jetzt sagen, ja, und kann er auch Licht? Licht kann er auch, 80 Lux hat er nämlich. Was muss ich noch sagen? Was mir auf jeden Fall auch gut gefällt an diesem Rad, das ist die sogenannte Parkstütze hier aus dem Hause Plätscher. Ist auch einstellbar, optimal, gerade für Fahrten mit Gepäck. Und jetzt wollen wir uns das Ganze mal alles im Detail angucken. So, und ich habe ja jetzt diese ganzen Details, die ich hier auf meinem Zettel stehen habe, einfach so mal so grob runtergerattert. Und meiner Meinung nach sind das wichtige Details, so die gerade für die, wenn du jetzt sagst, oh Mensch, die Technik, die verbaut ist oder die Komponenten, die verbaut sind, die interessieren mich aber. Und ich habe mir so gedacht, eigentlich könnte man das für eine Radvorstellung als Standard festlegen. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich wüsste aber gerne so, gerade so in den ersten Minuten schon, ist da auch ein Abusschloss verbaut, ein Weckerschloss oder wer weiß was für Speichen sind in dem Rad. Wenn das jetzt für dich unbedingt wichtig ist oder dir fällt irgendwas anderes ein, dann schreib uns das doch einfach mal in die Kommentare, dann können wir das auch bei der nächsten Radvorstellung vielleicht schon direkt anpassen. Ne? Das hilft uns und davon lebt das Ganze. So, und jetzt wollen wir auch endlich uns das Rad angucken. Ganz zu Anfang habe ich schon gesagt, wir haben hier ja, E-Scorpo-Teile, Modell Oxygen. Ich kann es gar nicht richtig aussprechen, ich weiß auch gar nicht, was das soll, warum da sowas dran ist. Aber darum geht es ja nicht, wie es heißt, sondern was kann es in Wirklichkeit. Und der Vorbau, der ist auf jeden Fall winkelverstellbar, 90 Grad, finde ich schon mal super. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, einen SP Connect Adapter anzuschließen, weil du hast ja das Smart-System, also wir gehen auch direkt weiter zum Kiox 300. Das ist ja fester Bestandteil vom Smart-System, also ein fester Bestandteil vom Smart-System. Es gibt ja auch noch ein Intuvia 100 und mittlerweile auch das Kiox 500. Wenn du jetzt sagst, ein anderes Display an dem Fahrrad möchte ich haben, dann, ja, wenn du zu uns kommst, können wir das auf jeden Fall realisieren. Aber wenn du jetzt sagst, so alles klar, nö, ich will eh mein Smartphone nutzen und ich habe einen SP Connect Adapter, geht das auch. In Wirklichkeit ist es alles Quatsch, weil es gibt für das Smart-System auch ja einen Smartphone Grip. Das heißt, du kannst dein Smartphone da drauf klemmen und sogar induktiv aufladen. Also in Wirklichkeit ist der SP Connect Halter hier gar nicht zwingend erforderlich. Die Möglichkeit ist da, also je nachdem, wie du das Ganze wünschst. Letztlich kann ich ja auch sagen, es muss ja nicht mir gefallen, es muss dir gefallen und zu deinem Einsatzzweck passen. Wir machen jetzt einfach mal weiter mit den Bremsen. Du siehst hier ganz normale Tektro-Bremshebel mit einem Metall-Bremshebel. Und das Schöne ist auch hier, wenn ich jetzt einen Inbusschlüssel in die Hand nehmen würde, kann ich darüber auf jeden Fall die Griffweite einstellen. Das heißt, wenn ich große Hände habe, kann ich die Bremshebel ein Stückchen weiter vom Lenker einstellen. Und wenn meine Hände doch etwas kleiner sind, dann kann ich den Bremshebel auch so einstellen, dass die Bremshebel näher am Lenker sind und ich jederzeit wirklich sicher das Rad zum Stehen kriege. Klingel haben wir auch, brauche ich auch glaube ich nichts zu sagen, ist einfach schwarz. Ja, wie soll es anders sein beim Smart-System? Wir haben hier auf jeden Fall auch die LED Remote. Vielleicht kommst du doch mal auf die andere Seite. Ja, denke ich mir auch mal. Ja, jetzt sehen wir auch, was da los ist. Genau, und ich wollte die LED Remote, erst habe ich so gedacht, ach, wir haben so viele Räder vorgestellt, wo das dran ist, brauche ich eigentlich gar nicht erwähnen, aber ich finde es doch schon wichtig, weil das Besondere am Smart-System ist ja, also wie Smart schon heißt, lädst du eine App auf deinem Smartphone und dann kannst du dich mit dem Fahrrad verbinden und kannst auch alle Fahrdaten auf dem Smartphone sehen. Aber ganz wichtig an dieser Stelle, das kannst du nutzen, das musst du nicht nutzen. Ja, jetzt kommen wir zur LED Remote. Hier siehst du schon, hier sind LEDs verbaut und wenn du jetzt die Fahrstufe änderst, ändert sich hier auch automatisch die Farbe. Du siehst hier den Akkufüllzustand, wie in unseren Videos bekannt, immer so um die 20%, also nie voll aufgeladen. Das ist schon viel. Genau, das ist schon viel. Weil das Besondere ist, in Wirklichkeit, du brauchst dieses Display gar nicht unbedingt. Wenn du jetzt sagst, ich möchte das Rad wirklich so clean wie möglich und so einfach wie möglich, ich brauche kein Tacho, ich will gar nichts haben, ich will einfach nur Fahrradfahren genießen, dann kannst du auch wirklich nur mit dieser LED-Remote unterwegs sein. Schön. Und wir möchten ja immer alle komfortabel unterwegs sein mit unseren Rädern. Du siehst hier an dem Rad eine SR Suntour Federgabel Modell Mobi R 25 mit 63 mm Federweg. In dem Einsatzbereich auf jeden Fall völlig ausreichend. Das Besondere hier ist einmal die Lockout-Funktion. Das heißt, du kannst die Gabel wirklich blockieren.
wenn du wirklich mal auf ganz glattem Untergrund unterwegs bist und kräftig in die Pedale trittst, dann sagt man immer so, ja, wenn du dein Fahrwerk blockieren kannst, dann bist du noch etwas sportlicher unterwegs, das Rad ist noch etwas direkter. Kann man so machen, aber und wenn wir uns das Rad mal angucken, es ist schon eher ein sportlich komfortables Fahrrad. Darum öffne ich auch die Lockout-Funktion wieder. Und auf der linken Seite, wenn wir uns das Rad mal von vorne angucken, habe ich hier so einen Schraubdeckel. Da ist ein Ventil versteckt und ja, wie der Name das schon sagt, oder der Modellname von dieser Federgabel das schon sagt, ist diese Federgabel mit einer Luftkammer ausgestattet und die Luftkammer ist, ja, sorgt so gesehen für die Dämpfung und über das Ventil kannst du den Luftdruck der Federgabel an dein Gewicht, an dein Körpergewicht, nicht an dein Fahrergewicht. Das ist dein Körpergewicht, da können wir jetzt lange drüber reden, aber das ist dein Körpergewicht, ja, worauf du die Federgabel anpassen kannst. Und das ist wunderschön, weil ein super abgestimmtes Fahrwerk gibt dir nicht nur Komfort, sondern auch Sicherheit, weil je besser das Fahrrad federt, dämpft und sich an den Untergrund anpasst, je besser ist deine Straßenlage und Bodenhaftung. Jetzt habe ich zwar schon relativ lange über die Federgabel gesprochen, das geht aber auch noch weiter, weil hier ist noch eine Besonderheit und das ist die Q-Lock Schnellspann-Steckachse. In dem Fall ist es eine 15 mm Steckachse. Zum einen ist sie wirklich einfach zu bedienen, also falls du mal das Vorderrad aus- oder einbauen willst, das geht wirklich super einfach. Gleichzeitig, also der Vorteil dabei ist einfach, das Rad sitzt immer wieder in der gleichen Position, so wie du es ausgebaut hast. Das ist wirklich schön, dann brauchst du auch die Bremse nicht einstellen oder irgendwas machen. Wirklich super einfach. Ein weiterer Vorteil ist aber auch, dass die Gabel dadurch deutlich verwindungssteifer ist, gerade beim Bremsen. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema. Das sind nämlich die Bremsen. Du siehst hier 180 mm Scheibenbremsen, vorne wie hinten. Wichtige Info, also der Durchmesser der Bremsscheibe ist vorne und hinten gleich. Und dann hast du hier vorne einen 4-Kolben-Bremssattel. Und wenn wir jetzt nach hinten gehen, da siehst du einen 2-Kolben-Bremssattel. Und das Schöne ist, dieses Fahrrad ist mit 3 Satteln ausgestattet. Bremssattel vorne, Bremssattel hinten und Fahrradsattel. Dann sind wir schon beim perfekten Thema, weil Sattel, das ist ja das Spezialgebiet von Zweirad-Hogendorn. Ne? Also das kann man ja nicht anders sagen. Fahrradergonomie begleitet uns jetzt, ich hätte jetzt schon wirklich gesagt, seit Anfang an. Und mittlerweile ist es in der Fahrradberatung oder bei der Fahrradberatung oder im Fahrradverkauf, wie wir es auch immer nennen wollen, fester Bestandteil, dass du ausgemessen wirst, dann messen wir deine Handfläche und wir messen auch deine Sitzknochen, sodass du wirklich ein Fahrrad bekommst, wo die Kontaktpunkte zu dir passen, die Sitzpositionen zu dir passen und wir gehen auch mal ein paar Fragen durch, sodass wir genau wissen, dass die gesamten Komponenten zu dem passt, was du mit dem Fahrrad erleben möchtest. Also so, dass du maximalen Fahrspaß genießen kannst. Und darum ist es auch sinnvoll, dass du zur Fahrradberatung, wenn du nach Jatterberg kommst, einen Termin buchst. Termin buchen kannst du ganz einfach online machen unter www.hogendorn.de. Da ist die Terminseite. Dann suchst du dir ein Wunschdatum, Wunschuhrzeit aus und dann kommst du zu uns und dann starten wir mit der Vermessung. Und ja, einen Kaffee gibt es natürlich auch. Also wie soll es anders sein? Und jetzt bin ich vom Fahrradladen und 3 Sättel komplett vom eigentlichen Thema abgekommen. Und hier ist ein Sattel drauf. Mein Tipp ist aber, wie gesagt, immer, egal ob du jetzt sagst, jo, alles klar, passt, in den ersten 5 Minuten passt jeder Sattel. Ich bin immer der Meinung, ein Sattel muss angepasst werden. Ist der wichtigste Kontaktpunkt und letztlich hängt auch der Sattel davon ab, ob dein Rad gefahren wird oder ob es nur in der Garage steht. Auch die Sattelstütze ist mindestens genauso wichtig, denn wir haben ja gerade darüber gesprochen, eine Federgabel gibt dir ja schon unheimlich viel Komfort, aber diese Federsattelstütze, finde ich, ist auch ein Zubehör, das auf jeden Fall in so ein Fahrrad reingehört. Man könnte jetzt sagen, wieso verbaut der Hersteller das nicht einfach serienmäßig? Und da sage ich auch wieder, ja, es ist ein Kontaktpunkt, der kann angepasst werden, muss ja auch nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
Denn auch hier, wie soll es anders sein, bei dieser Federung, diese Federung können wir oder du auch selbst, weil diese Feder ist nämlich austauschbar, ja, ans Fahrergewicht angepasst werden, sodass du wirklich komfortabel auf deinem Fahrrad sitzen kannst. Und falls du dich jetzt fragst, was ist das denn jetzt für eine Sattelstütze? Weil hast du schön erzählt mit Anpassen und Parallelogramm und wer weiß was alles. Stimmt, hatte ich fast vergessen. Das ist das Modell G2 aus dem Hause Beischulz. Geschmiedetes Aluminium, super stabil, super langlebig und ja, sorgt für unheimlich viel Komfort. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, ein gutes Rad habe ich, Stütze fehlt mir, dann, wie soll es anders sein, gehst du einfach unter shop.hogendorn.de und da findest du auch diese Beischulz Federsattelstütze. Achte aber bitte auf den Durchmesser deiner Sattelstütze, damit du wirklich auch die richtige bestellst und auf die Federfarbe. Hier habe ich jetzt zum Beispiel eine blaue Feder, die hat hier so eine blaue Markierung. Ich weiß nicht, ob man es im Video erkennen kann, aber je nach Gewichtsklasse gibt es auch unterschiedliche Federn, sodass du die richtige mitbestellst. Dann liefern wir dir das komplett fertig bis nach Hause, brauchst du nur noch selbst einbauen und alles ist gut. Ja, sag mal Nils, da haben wir doch ein Video drüber gemacht, ne? Wo drüber? Über die G2 von Beischulz. Boah, das ist lange her. Ja, aber wir haben es gemacht. Stimmt, wo du das gerade sagst, stimmt. Das war eins mit der allerersten Videos. Aber du, wir sind ja jetzt beim Stevens und wer das denn gucken möchte, der soll das mal danach tun, weil das Rad ist wirklich geil, was wir hier haben. Stevens habe ich nämlich auch noch gar nicht erzählt. Das ist ja ein Fahrradhersteller, der seinen Firmensitz direkt hier im Norden hat, in Hamburg. Glaubt man gar nicht, wenn man Stevens hört, ne? Keine 200 Kilometer von uns entfernt. Ja, grob. Grob. Aber glaubt man gar nicht, ne? Wenn man Stevens hört, dann denkt man vielleicht was ganz anderes. Nö, aber die kommen aus Hamburg. Absolut hochwertiges Rad oder hochwertige Produkte. Also nicht nur dieses Rad ist hochwertig, auch viele andere schöne Räder. Darum ist das auf jeden Fall erwähnenswert, dass wir nochmal sagen, Mensch, die kommen aus Hamburg, weil wenn ich ein regionales Produkt kaufen kann, warum soll ich dann ein anderes nehmen? ...27 Kilogramm. Also so wie es hier steht, mit Akku, mit Pedale, mit allem drum und dran, also sogar einen Ticken mehr als 27 Kilogramm. Können wir uns darüber streiten, ob es leicht oder schwer ist. Fakt ist, wir haben hier einen Aluminiumrahmen, ein Rad mit Kettenschaltung und einen 500 Watt Akku, der hier voll im Rahmen integriert ist. Dieter, ich habe eigentlich jetzt auf deinen Einsatz gewartet, dass du sagst 27 Kilogramm und was ist das Systemgewicht? Okay, pass auf, dann nehmen wir das gar nicht ins Video mit rein. Dann frage ich jetzt einfach so vollkommen zufällig so, ja sag mal Nils, was ist denn mit dem Systemgewicht los hier? Da weiß ich nicht. Muss ich auch erst wieder nachgucken. Oh. Aber das Schöne ist ja, also falls du mal im Fahrradladen stehst und vor dir steht jemand und der sagt genau das Gleiche, du sagst, weiß ich nicht, Systemgewicht, dann kannst du sagen, du guck mal auf dem Aufkleber, der ist da am Sitzrohr und da steht das drauf. Und ich gucke da jetzt auch und ich sehe dann auch 140 Kilogramm. Ich habe auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Das ist schön, das ist gebrauchbar, weil wenn wir jetzt mal rechnen, 27 Kilo minus 140 oder 140 minus 27 Kilo, dann sind wir irgendwo bei, wo sind wir, Dieter? Ich mache hier nur Kamera. Du machst nur Kamera. Ich hätte jetzt gesagt 113 Kilo. Ja. 113 Kilo dürfen wir dann noch zuladen an Gepäck und Fahrergewicht. Kann man damit arbeiten? Damit kann man arbeiten. Also Schreib das doch mal nicht. Das sind 118 Kilo, dann nimmst du noch dein Gewicht, dann packst du noch so 10 Liter Bier ein und hast du 103 Kilo Luft, Körpergewicht, das passt. Also das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, gerade bei Radreisen. Das Allerwichtigste ist wohl tatsächlich das Trinken. Wir sind auch ein schlechtes Vorbild hier, ne? Nee, aber ich habe es tatsächlich gehört von jemandem, hat mir erzählt, ich habe eine Radreise gemacht und da hatte ich fast zu wenig zu trinken mit. Also das war kein Witz. Ach so, kein Bier jetzt? Nee. Ach so, ja, nee, okay. Ja, du meinst jetzt die anderen Radreisen. Du meinst die hier irgendwann, keine Ahnung, an welchem Feiertag war hier. Wir haben gerade eben, habe ich gesagt, so, jo, alles klar, 500 Wattstunden Akku, habe ich gesagt, voll integriert im Rahmen. Wollte ich auch gerne zeigen.
Ja, uns bitte. mal angucken? Ja, doch. Da müssen wir also abnehmbares Case. Und das ist, genau, das ist eine Besonderheit von Stevens. Abnehmbares Case. Und weil die Frage letztes Mal tatsächlich kam, du siehst hier 3 so Gewindelöcher. Ja, da kannst du zum Beispiel eine Trinkflasche montieren. Zwar nur bis zum gewissen Gewicht, aber eine kleine Trinkflasche passt auf jeden Fall drauf. Ich will mal gucken, ob hier eine Gewichtsangabe drauf ist. Steht nicht da drauf, aber M5-Gewinde ist da drin, also ganz typisch. Und maximal 5 Newtonmeter. Das ist schon viel, wenn man sich das mal so überlegt für ein Kunststoffgehäuse. Du kannst doch schon fast einen Kasten Bier dran machen, Mensch. Ja, so gefühlt ja. Das ist aber nicht wichtig, was da sonst drauf steht. 5 Newtonmeter, M5, maximal 6 Millimeter lang, alles gut. Wir nehmen auch mal das Powerpack 500 aus dem Intube-Rahmen heraus. Zack. Also handlicher 500 Watt Akku, nicht Watt, Wattstunden. Nicht, dass ich wieder Ärger kriege. Ja. Aber jeder fragt sich natürlich auch, wie viel Reichweite habe ich damit? Wie weit kann ich damit fahren? Und gerade eben haben wir ja über Fahrergewicht, Gepäck und so weiter schon gesprochen. Und davon ist auch die Reichweite abhängig. Ich hätte jetzt so gesagt 500 Wattstunden, also je nach Fahrverhalten, je nach Untergrund und Wetterlage und so weiter, sind auf jeden Fall 80 Kilometer, nicht auf jeden Fall, aber wenn es optimal ist, sind auf jeden Fall 80 Kilometer möglich. Wir können den nochmal auf die Waage legen, finde ich nochmal interessant, weil es kann ja auch sein, dass du sagst, Mensch, das Rad, ja, finde ich super, ich habe ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen und ich würde es gerne auf der Deichsel transportieren oder sogar aufs Dach stellen oder wie auch immer. Da gibt es ja alle Möglichkeiten und dann ist das Gewicht ja auch wichtig und wenn du den Akku rausnimmst, was du sowieso musst, sparst du auch noch ein bisschen Gewicht. Und wie viel das ist, das messe ich mal einmal für dich nach. 3025 sagt meine Waage. Das sind nochmal 3 Kilo, die du sparen kannst. Das finde ich, sind bei zwei Rädern sind 6 Kilo. Das ist schon eine ganze Menge. Intube-Akkus. Jeder, der mal ein Rad mit einem Intube-Akku hat, also das ist dieser voll integrierte Rahmenakku, da würde ich sagen, so wenn du jetzt auf der Suche bist nach einem neuen Fahrrad oder nach einem neuen E-Bike, wir sprechen ja über E-Bikes, dann guck dir auf jeden Fall den Intube-Mechanismus an. Es gibt super tolle Lösungen und es gibt Lösungen, da bricht man sich tatsächlich die Finger. Klar, du nimmst deinen Akku vielleicht nicht jeden Tag heraus, aber wenn du jetzt feststellst, ich habe eine Fahrradgarage und ich habe dort keine Steckdose oder ich will mein Fahrrad nicht in der Garage aufladen, dann finde ich das umso wichtiger, dass dieser Mechanismus vom Akku-Ein- und Ausbau wirklich einfach ist, weil das machst du dann täglich und wenn du da irgendwie am Rad rumfummeln musst, damit du deinen Akku herausbekommst, dann wird dich das irgendwann nerven. Und all das sind Dinge, die kannst du ja vor dem Kauf schon mal abgeklärt haben. Und da muss ich sagen, das hat Stevens hier in dem Fall bei diesem Rahmen super gelöst, weil ich kann den Akku hier, ohne mich zu verrenken, verdrehen oder mir die Finger zu brechen, einsetzen. Zack, der Akku sitzt, ist abgeschlossen, also auch eine wichtige Info, Akku ist abgeschlossen im Rahmen, auch hier mit einem ABUS-Schließsystem. Das ist übrigens das X-Plus-System, das erkennst du immer an den etwas spitzeren Schlüssel. Und ja, ich setze die Kappe oder den Designdeckel oder das Cover oder wie hat Dieter das gerade gesagt, Case? Ja, war auch falsch. Cover ist es eigentlich, genau. Abdeckcover. Abdeckcover, ich setze es mal wieder drauf. Und dieser Schlüssel passt auch ins sogenannte Bäckerschloss. Das Bäckerschloss, ich mache das mal zu. Das nenne ich Bäckerschloss, weil ich kann das Rad abschließen. Das ist abgeschlossen. Ich gehe beim Bäcker rein, hole meine Brötchen. Oh, jetzt kommt er mit Brötchen wieder. Das wäre schön, ne? Oh, doch nicht. Schade. Und komm wieder, kann das Rad aufschließen und die Fahrt geht weiter. Darum sagen wir immer Bäckerschloss. Was aber schön ist bei so einem Bäckerschloss, also gerade bei dem Modell jetzt, das ist das ABUS Child X Plus 5755. Das ist nicht die Schlüsselnummer, das ist die Schlossbezeichnung. Aber was bei dem Schlossmodell auf jeden Fall funktioniert, das ist so eine praktische Anschlusskette. Du gehst um einen festen Gegenstand. Ich habe jetzt meinen Arm genommen
Aber wenn da jetzt ein Baum in der Nähe ist, eine Laterne oder vielleicht auch so beim Fahrradstand so ein Bügel, gehst du da zu und dann kannst du dieses Stückchen von dem Schloss ganz einfach mit dem Bäckerschloss kombinieren und du hast das Rad sogar angeschlossen. Ja, doppelt gesichert. Doppelt gesichert, ein Schloss, doppelt gesichert. Diese Kette gibt es im Zubehör, kannst du, falls du noch keine hast, ja, nachkaufen für dein Schloss. Es gibt auch für andere Schlosshersteller teilweise solche Systeme. Also bei Trelock oder bei AXA oder wie auch immer gibt es diese Ketten. Manchmal passen auch die Abus-Ketten in andere Schlösser. Das musst du aber ausprobieren. Was da jetzt in welches Schloss passt, weiß ich nicht. Aber dafür ist der Fachhandel auch da. Fährst du deinem Fahrradhändler, sagst, hier Schloss, ich habe gesehen, da gibt es so eine Kette. Hast du sowas? Und dann sagt er entweder, jo, habe ich, oder sagt, nee, habe ich nicht. Und ja, dann hast du irgendwann diese Kette. Und wenn du jetzt sagst, Abus-Schloss, habe ich weiß genau, was ich brauche, ja, dann kannst du auch zu uns in den Webshop kommen. Ja, kannst bestellen, kriegst bequem nach Hause geliefert. Alles ist gut. Was soll ich sagen? Ganz zu Anfang habe ich schon gesagt, Kunststoffgehäuse, kompostierbar. Also brauchst du jetzt aber keine Sorgen machen, dass dir der Scheinwerfer am Rad irgendwie weggammelt. Hat er sich nicht schon so ein bisschen aufgelöst jetzt hier? Ne? Ja, steht schon etwas länger hier. Ja, es dauert ein paar hundert Jahre. Ja, ein paar hundert Jahre. Also mindestens, wahrscheinlich. Ja. Weiß ich nicht. Aber entscheidend ist ja auch letztlich, dass er lange hält und trotzdem gutes Licht macht. Und das ist bei diesen Produkten aus dem Hause Busch und Müller auf jeden Fall gegeben. Das kann man sagen. Es sind Qualitätsprodukte und jetzt wird auch noch besonders auf Nachhaltigkeit geachtet. Und das finde ich auch immer wieder bemerkenswert, weil beim Fahrradscheinwerfer würde man es vielleicht am wenigsten erwarten, dass es überhaupt so ist. Aber ja, Busch und Müller aus Meinerzhagen, die machen das exakt so. Ja, und dann haben wir hier ein Rücklicht mit Line-Tech-Technologie. Und Line-Tech, wie soll ich das beschreiben? Ich könnte jetzt ganz einfach sagen, du wirst damit einfach viel, viel besser gesehen, weil wenn man das vielleicht in der Kamera sieht, das ist alles so gefächert und nicht einfach nur so eine punktuelle LED. Und dadurch reflektiert das im Dunkeln einfach viel breiter. Und wenn du jetzt ein Auto hast, was wirklich aus weiter Entfernung kommt, die Wahrscheinlichkeit, dass du eher gesehen wirst mit so einem Rücklicht, die ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Dann haben wir als Gepäckträger ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Ragtime. Und ich habe hier auch ein weiteres Qualitätsprodukt, das ist eine Ortlieb-Tasche. Und da siehst du, die kann man hier ganz einfach einhaken. Und das haben wir dieser dritten Strebe zu verdanken. Du kannst die Tasche natürlich auch hier oben einhängen, aber es kommt natürlich darauf an, was du auch mit dem Fahrrad machst. Wenn du jetzt eine Radreise machst und du willst hier oben noch eine andere große Tasche drauf bauen oder so, dann kannst du das auf jeden Fall eine Etage tiefer setzen. Dann hast du hier oben noch ein bisschen mehr Platz und bist halt einfach deutlich flexibler. Also darum bin ich immer absoluter Fan von dieser dritten Strebe. Das dazu. Und dann, wie soll es anders sein beim Ragtime Gepäckträger, haben wir hier oben so einen Schnappverschluss. Und da kannst du jetzt jede Tasche oder Korb oder Kiste oder was auch immer, kannst du mit diesem Ragtime Adapter kombinieren und dann kannst du es einfach klick draufklicken, klack, wieder abklipsen. Also normalerweise soll man nicht im Stand schalten, aber was ich gerade eben einmal simulieren wollte, ist, dass wir hier ein richtig schönes Cockpit oder im Cockpit eine richtig schöne Anzeige haben, in welchem Gang sind wir überhaupt unterwegs. Ich meine, das Display, das sagt uns schon, ob wir hoch oder runter schalten sollen. Das merkt er anhand der Trittfrequenz. Aber hier kannst du noch mal sehen, in welchem Gang bin ich überhaupt. Das finde ich schon mal ganz schön. Also wenn man jetzt mal darüber spricht, was für eine Schaltgruppe ist hier überhaupt verbaut, das ist die Shimano Deore. Ich habe ja gerade eben gesagt, von 1 bis 10 kannst du da oben am Lenker schon ablesen, in welchem Gang du unterwegs bist. Und hier hinten am Hinterrad, da siehst du dann die Technik. Und falls es aufgefallen ist, habe ich heute mein Enviolo-T-Shirt an. Und tatsächlich, wir stellen Rad vor mit Kettenschaltung.
Beißt sich das nicht irgendwie? Könnte man meinen, ne? Aber erstmal, Shimano hat mir kein T-Shirt geschickt. Na, das wäre jetzt das Erste, was ich sagen könnte. Enviolo schon, also Punkt für Enviolo. Aber letztlich ist das doch wirklich komplett egal, ob man jetzt die Enviolo gut findet oder die Kettenschaltung gut findet. Weil entscheidend ist, dass es zu dem passt, was du mit dem Fahrrad machen möchtest. Und klar, eine Enviolo hat ihre Vorteile und eine Kettenschaltung genauso. Und ich finde diese Deore-Kettenschaltung gerade in der Kombination, so wie dieses ganze Rad hier steht, da bin ich schon sehr davon überzeugt. Also das Gesamte überzeugt mich schon. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, es gibt ja auch Räder, wo man sagt, oh, da haben die Komponenten kombiniert. Das geht eigentlich gar nicht. Also es soll es ja geben, aber nicht im Hause Stevens. Also das kann ich dazu auch schon mal sagen. Also wenn du wirklich auf der Suche bist nach einem neuen Rad und du sagst jetzt, oh, das Rad hat mir so gut gefallen, aber es hat eine Kettenschaltung, dann, und du sagst, oh, ein Rad mit Kettenschaltung kommt mir nicht ins Haus oder wie auch immer. Genauso kannst du ja auch mit einer Nabenschaltung gehen. Lass dich wirklich von einem Fachhändler, Händlerin beraten, was wirklich zu dem passt, was du mit dem Rad machen möchtest. Das wollte ich gerade eben einfach sagen. Es muss wirklich zu deinem Einsatzzweck passen, damit du wirklich Spaß hast mit dem Rad. Und nicht, oh, mein Nachbar hat gesagt, ich soll eine Kettenschaltung nehmen und auch nicht, mein Nachbar hat eine Enviolo, ich will auch eine, weil das endet meistens da, wo es nicht enden soll. Darum hör da wirklich auf den Fachhändler, weil der hat einfach auch die Erfahrung, dass er wirklich sagen kann, jo, das passt zu dem, was du damit machen möchtest. Und wenn er dir das nicht sagen kann, ich bin da ganz radikal, dann such dir einen anderen Händler. Dann ist das kein Fachhändler. Dann ist es auch kein Fachhändler, genau. Wenn er dich fragt, was für eine Schaltung brauchst du oder möchtest, was du haben möchtest, ist ja die eine Sache, aber was du brauchst, ist die andere Sache. Das muss er dir eigentlich schon sagen können. Na klar, du kannst was favorisieren, aber ob es wirklich passt, das muss er dir wirklich sagen können. Und wenn du zu uns kommst, wäre ja doof, wenn ich in meinem eigenen Video nicht sage, dann ist das so. Wenn du zu uns kommst, dann ist das auf jeden Fall so. Das verspreche ich dir jetzt schon. So, aber jetzt wollen wir mal zur Schaltung. Ich habe auch schon wieder die Entfaltung vergessen, weil die Entfaltung ist ja schon, so dein Zettel da, ne? schon entscheidend oder die mögliche Übersetzung. Und wir haben hier eine Kassette verbaut, wo das kleinste Ritzel 11 Zähne hat und das größte hier oben 43. Und hier vorne haben wir ein 44er Kettenblatt. Wenn du das so hörst, so 43er Ritzel, hier das größte. Also wenn du jetzt wirklich mal in den Bergen unterwegs bist, dann kannst du das gebrauchen. Und wenn du eher nur im Flachland unterwegs bist, so wie wir hier leben, dann bist du wahrscheinlich eher so auf der unteren Hälfte meistens unterwegs. Aber du siehst schon mit dem Rad, also das ist schon sehr flexibel vom Einsatzbereich. Wahnsinns-Übersetzungsbandbreite. Und falls du jetzt noch so die Frage im Kopf hast, ja, wie viel Bums hat das Ding jetzt? Also, was ist das jetzt so? Also selbst treten, ja, also das kann man ja auch an dieser Stelle einfach mal erwähnen. Du kannst mit dem Fahrrad auch mit einem ausgeschalteten Motor fahren. Ne? Also das Rad gibt das schon her. Wir sprechen ja oft immer über E-Bikes und viele sagen nochmal, nee, ich will noch selbst treten. Also du kannst den Motor hier auch einfach ausgeschaltet lassen, so lange fahren, wie du kannst ohne Motor und dann machst du ihn einfach an. Hast halt noch mehr Reichweite. Aber wir haben ja gesagt, so, was steckt da jetzt dahinter? Was haben wir da für einen Motor? Ganz zu Anfang habe ich es vielleicht auch schon einmal erwähnt. Jetzt gehen wir nochmal drauf. Also hier haben wir einen Mittelmotor. Hat halt auch einen Vorteil, dass der Schwerpunkt wirklich optimal verteilt ist an dem Rad, gerade in Kombination mit Intube-Akku. Und der Motor, der hat 75 Newtonmeter und ist das Modell Performance Line. Also es ist ein Bosch-Motor, Bosch Performance Line. So heißt er. Generation 3. Was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, ist 75 Newtonmeter. Also es gibt mittlerweile Motoren, die haben noch mehr Newtonmeter. Aber wenn ich mal an die Zeit zurückdenke, als so die ersten CX-Motoren kamen, da war 75 Newtonmeter das kräftigste am Markt. Und jetzt haben wir es hier im Performance-Line-Motor. Das ist schon wirklich eine ganze Menge. Also es macht richtig Spaß. Und das Schöne bei diesem Performance-Line-Motor ist, der gehört mit zu den leisen Motoren. Also der ist wirklich leiser als zum Beispiel ein Performance Line CX. Der CX hat auf jeden Fall mehr Drehmoment und
ist eigentlich auch eher für den EMTB, also für den Mountainbike-Bereich gemacht und hat dementsprechend anderes Getriebe, andere Drehzahl und so weiter. Und hier dieser Performance Line, das ist wirklich ein Motor für die Tour, für die City und ja, kannst du auch in Wirklichkeit alles mitmachen. Also sehr flexibel vom Einsatzbereich, das ganze Rad auch praktisch mit dem tiefen Durchstieg und ja, dazu in einer schönen Farbe. Alternativ gibt es das Rad auch in einem langweiligen Schwarz. Aber ich muss sagen, das Rot gefällt mir richtig gut. Ich wäre jetzt echt mal interessiert, wie es bei Sonnenschein aussieht. Aber heute scheint die Sonne nicht. Genau, sonst ja, wären wir wahrscheinlich auch draußen. Was soll ich sonst noch sagen? Lass einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Und jetzt kommen wir auch zur Bonusminute. Fast hätten wir es vergessen und darum sagen wir auch Bonusminute dazu. Klingt nämlich viel besser. Und die Reifen. Und du siehst hier eine Reifengröße von 47,622. 47 ist schon relativ breit. Also auch der Reifen gibt dir da nochmal Komfort. Und wir haben hier das Modell aus dem Hause Schwalbe. Das ist der Schwalbe Marathon mit einem wirklich sehr guten Pannenschutz und auch einem sehr leichten Rollwiderstand. Dieter, wir machen es fast nie, aber ich frage dich, was kostet das? Was darf das kosten? Das ist ein Rad, also das ist so schön. Ich muss jetzt ausholen, also ich weiß ja nicht, ob Sie es wussten, nee, aber also 140 Kilo Systemgewicht und wenn ich an das Simplon denke, wo wir ja Werbung gemacht haben, wo wir das Stevens im Raum stehen hatten, es hat ja nur 125 Kilo Systemgewicht mit den Komponenten, die da dran sind. Also das ist bestimmt teuer, das kostet bestimmt 7.000 Euro. Ja, komm. Also 7.000 Euro könnte man sagen, jo, ist auf jeden Fall, also mir ist es 7.000 Euro wert, weil ich ja weiß, was ich damit machen kann. Aber weißt du was, du bekommst das für 3.999 Euro. Das ist der Preis und der ist mehr als gerechtfertigt, wirklich. Also die ganze Komponentenauswahl, das, was du hier bekommst an Rad, wollen wir nicht drüber streiten. Deswegen haben wir es auch zum Schluss vom Video in der Bonusminute. Und ja, wenn du immer bis zum Schluss guckst, kriegst du die Infos. Wenn nicht, verpasst du sie.